Eines der meistverschriebensten Medikamente im deutschsprachigen Raum, aber ich denke sogar in der ganzen westlichen Welt, ist das Medikament Escitalopram. Escitalopram. Über dieses Medikament möchte ich heute mit dir sprechen. Ich werde keine Werbung für dieses Medikament machen. Ich werde es nicht für gut heißen, aber auch nicht für schlecht heißen. Aber am Ende dieses Videos werde ich dir definitiv meine persönlichen Erfahrungen damit mitteilen. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um das Antidepressivum Escitalopram. Zunächst einmal, was ist das eigentlich für ein Medikament? Das Medikament Escitalopram gehört zu der Gruppe der Antidepressiva und ist speziell ein SSRI. Das bedeutet, es ist ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Bei welchen Störungen kann man dieses Medikament eigentlich einsetzen? Im Grunde genommen kann man es für alle Störungen aus dem neurotischen Bereich einsetzen, aber nicht im psychotischen Bereich. Bedeutet, Depressionen, alle Art der Angststörung, soziale Phobie, generalisierte Angststörung, Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie, Zwangsstörung mit Zwangshandlungen oder ohne Zwangshandlungen. Also du siehst schon in diesem ganzen Bereich. Allerdings ist es am meisten indiziert im Thema, wenn es um Depressionen geht, eher bei schweren Depressionen oder eventuell bei mittelschweren Depressionen. Bei leichten Depressionen sollte es nicht indiziert sein. So, und jetzt denke ich, dass das den meisten interessiert. Denn das ist ja schon eine sehr spannende Frage. Wie ist eigentlich der Wirkmechanismus dieses Medikaments? Ich versuche es jetzt einmal laienhaft auszudrücken, weil ich denke, sonst wird es zu kompliziert. SSRI, auch das Escitalopram, sorgen nicht dafür, dass in deinem Gehirn mehr Serotonin produziert wird, sondern es verhindert, dass aus deinem Gehirn das Hormon Serotonin aus der Blut-Hirn-Schranke, die hier oben sitzt, verloren geht und dann mehr ins Blut geht, und dann hat man anschließend später weniger Serotonin im Gehirn. Die These ist jetzt wie folgt: Hat man zu wenig Serotonin im Gehirn, hat man mehr Symptome. Bedeutet, Schlafstörungen, der Appetit ist unter Umständen gestört, man ist träge, man hat Schwermut, man hat mehr Ängste und so weiter und so fort. Man hat nach der Zeit herausgefunden, dass es bei Mäusen so ist, wenn sie weniger Serotonin haben, dass sie sich unruhiger fühlen, mehr Ängste haben, Panik und so weiter und so fort. Dieses Hormon Serotonin soll jetzt dafür sorgen, dass im synaptischen Spalt mehr von dem Serotonin abgespeichert wird und dadurch weniger durch die Blut-Hirn-Schranke verloren geht. Aber hey, hier streiten sich jetzt die Geister. Aber eins ist definitiv in den allerersten, neuesten Studien bewiesen und ist tatsächlich so. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die wenig Serotonin haben im Gehirn, auch Depressionen haben können. Und umgekehrt auch. Das heißt, bei vielen Menschen wirken unter Umständen Antidepressiva, bei vielen Menschen jedoch wiederum nicht. Andersherum ist es so, dass Probanden mit viel Serotonin auch Depressionen haben können. Und andersherum auch wieder. Das heißt, es gibt alle verschiedene Formen. Tatsache ist aber, dass tatsächlich viele Menschen davon profitieren. Man weiß jetzt aber nicht, liegt es am Placebo, wirkt es nicht am Placebo. Das kann sich jetzt jeder für sich selber diese Meinung bilden. Einnehmen kann man es entweder in Tropfenform oder in Tablettenform. Das entscheidet dann dein Psychiater. So, wir kommen einmal zu der Dosierung dieses Medikaments. Je nach Störung wird dir dein Psychiater dir empfehlen, diese oder jene Dosis zu nehmen. So ist es zum Beispiel bekannt, dass die Höchstdosis dieses Medikaments bei 20 Milligramm liegt. Höher wird dieses Medikament nicht produziert. Warum?
Das hat folgenden Grund. Man hat festgestellt, wenn man höhere Dosen benutzt, dass es den QT-Intervall deines Herzens verändern bzw. verlängern kann. Das wäre nicht so toll, deswegen sollte man vor der Einnahme, auch wenn das viele Psychiater nicht sagen, bitte selbstständig zu einem Kardiologen einen Termin machen und vorher ein EKG machen, beziehungsweise unter Umständen sogar ein Langzeit-EKG, um festzustellen, ob der QT-Intervall verlängert ist oder nicht. Ist dann die Freigabe gesichert, kannst du anfangen mit der Medikation. Die Medikation ist zum Beispiel bei Panikstörung zwischen 5 und 10 Milligramm. Bei sozialen Phobie und allen anderen generalisierten Angststörungen, Agoraphobie, ist es mehr oder weniger die gleiche Dosis. Bei Depressionen, schweren Depressionen kann man höher gehen. Bei Zwangsgedanken und Zwangsstörung schreibt die Leitlinie vor, dass man bis auf 20 Milligramm Höchstdosis gehen kann. Wir einmal kurz zu den Nebenwirkungen dieses Medikaments. Eins vorweg, jeder Mensch reagiert auf Medikamente anders. Wenn du jetzt sowieso schon unter psychischen Problemen leidest, würde ich dir empfehlen, dass du nicht unbedingt diese ganze komplette Packungsbeilage durchliest. Nur eine persönliche Erfahrung, denn die Leute, die Mediziner, müssen alles reinschreiben, was irgendwann mal vielleicht da oder jenes passiert ist. Aber wir kommen mal zu den häufigsten Nebenwirkungen. Die allerhäufigsten Nebenwirkungen, die waren auch bei mir so, ist vor allem, hör zu, am allermeisten in der Anfangszeit dieser Medikation. Sie fängt an mit Benommenheit, zumindest nur leichte Benommenheit. So war es auch bei mir. Man hat so eine Art Schnupfen, also es kann sein, dass man ein bisschen Schnupfen bekommt. Man hat starken Appetitsveränderungen. Man hat mal kurz mehr Appetit, dann wieder weniger Appetit. Der Schlaf wird am Anfang bei den allermeisten, so war es auch bei mir, schlechter sein. Das heißt, man ist irgendwie die ganze Zeit mehr wach und fühlt sich irgendwie wacher, was mich hierzu führt. Ganz wichtig ist, und das ist wirklich jetzt sehr wichtig, solltest du unter einer schweren Depression leiden und der Psychiater oder der Arzt sagt dir, du sollst mit diesem Medikament anfangen, das gilt übrigens auch für alle anderen SSRIs, bitte begib dich in eine Klinik. Warum? Dieses Medikament steigert am Anfang den Antrieb. Das ist zunächst auch mal gut. Sollte es aber aus irgendeinem Grund, vor allem in der Anfangszeit, zu Komplikationen kommen, könnte der Antrieb so weit gesteigert werden, dass, ja, du weißt schon, blöde Geschichten passieren können, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte wegen YouTube. Sehr wichtig. In der Klinik wird dir zusätzlich ein Medikament auch gegeben, das diese Symptome wiederum runterschraubt, solange die Anfangszeit sich reguliert hat. Es können dann verschiedene Benzodiazepine wieder aus dem Tranquilizer-Bereich sein, wie zum Beispiel Lorazepam, Diazepam, Tavor und so weiter. Das ist ganz wichtig. Weitere Nebenwirkungen sind vor allem in der Langzeit, nicht bei allen, gilt für die anderen Nebenwirkungen auch, aber sehr oft, in vielen Fällen ein Libidoverlust. Das bedeutet, egal ob Mann oder Frau, sie haben weniger Lust an Sexualität und Intimität. Bei Männern kann es dazu kommen, dass auch Störungen hervorgerufen werden, ich sag mal in der Fortpflanzung. Wenn man sich jetzt so gerade sich vielleicht wünscht, für Nachwuchs zu sorgen, sollte das auch vorher mit dem Arzt oder mit dem Psychiater besprochen werden. Nicht, dass es hier auch zu Komplikationen kommt. Aber hey, diese Störungen mit der Libido und auch mit der Fruchtbarkeit sind in der Regel zu 99% danach auch wieder reversibel. So, jetzt kommen wir einmal zu den Wechselwirkungen. Bei den Wechselwirkungen ist es so, dass wenn du Medikamente nimmst, ist es nicht ratsam bzw. absolut sogar verboten, dass du sie mit Maohämmer nimmst. Also da auf gar keinen Fall mit Escitalopram kombinieren. Es gibt aber auch noch andere Geschichten. Zum Beispiel solltest du während der Einnahme von Escitalopram bitte auch darauf achten, dass du kein Johanniskraut zu dir nimmst. Kein 5-HTP. Wenn du nicht weißt, was 5-HTP ist, verlinke ich dir das hier oben einmal auf den i-Punkt. Du solltest auch nicht mit sowas wie mit GABA-Sperenzien machen und auch kein lithiumhaltiges Wasser. Also das heißt, es gibt ja so Mineralwasser bzw. Heilwasser, das ganz viel Lithium drin hat. Das sind alles solche Geschichten, die sich wechselhaft mit diesem Medikament auswirken werden und würde auch passieren. Und deshalb bitte auf gar keinen Fall
miteinander kombinieren. Kommen wir einmal zu Alkohol. Bei allen Medikamenten ist es immer so, dass man eigentlich nie Alkohol zu sich nehmen sollte, auch nicht bei Escitalopram empfehlenswert. Tatsächlich ist es aber so, dass Escitalopram ein Medikament ist, das jetzt nicht so bekannt ist, das starke Auswirkungen in Verbindung mit Alkohol hat. Andere Dinge, wie zum Beispiel Kaffee und so weiter, kannst du ganz normal oder auch Coca-Cola, alles was koffeinhaltige Getränke sind, wenn du möchtest, selbstverständlich auch zu dir nehmen. Da ich auch sehr viele Frauen auf meinem Kanal habe, aber auch sehr viele Frauen unter dieser Problematik leiden, möchte ich ganz kurz mal was dazu erwähnen zur Schwangerschaft und zur Stillzeit. Es ist nicht empfehlenswert, dieses Medikament zu nehmen, wenn du schwanger bist oder wenn du gerade stillst. Wenn du aber so schlimm unter diesen Problemen leidest, dann würde ich dich darum bitten, dass du das mit deinem Arzt oder mit deinem Psychiater beziehungsweise auch mit deinem Frauenarzt besprichst, ob du es trotzdem nehmen kannst. Eins sollte dir aber bewusst sein, wenn du stillst zum Beispiel, geht das auch in die Muttermilch hinein und ich glaube nicht, dass das sein muss, dass das Kind das dann auch abbekommt. Kommen wir auch nochmal zu den Mythen dieses Medikaments. Es gibt viele Mythen. Ich möchte ganz kurz die bekanntesten erläutern. Eines der bekanntesten ist, diese Medikamente oder auch Escitalopram verändert die Persönlichkeit. Man ist danach ein anderer Mensch. Also das stimmt definitiv nicht. Das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung. Es verändert nicht die Persönlichkeit. Man wird danach nicht irgendwie ein anderer Mensch. Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Es sorgt eigentlich dafür, dass deine Gemütslage wieder so wird, wie sie vorher war. Und das führt dann wieder dazu, dass du wieder etwas, wenn es denn wird, ne, vorausgesetzt, dass du wieder mehr Selbstvertrauen bekommst und am Leben wieder besser teilnehmen kannst. Also, es verändert überhaupt nicht die Persönlichkeit. Zweiter bekannter Mythos, es macht süchtig. Nein, es macht nicht süchtig. Definitiv nicht. Man muss nicht immer mehr nehmen und sonst irgendwie was. Und das, was mich jetzt schon hierzu führt zum dritten Thema, es ist eine Art Droge und macht Rausch und nein, es passiert gar nichts. Du merkst davon einfach gar nichts. Du bist genauso wie vorher auch. Daran ändert sich wirklich überhaupt gar nichts. Ich habe dir gesagt, am Ende des Videos erzähle ich dir auch meine persönlichen Erfahrungen damit. Ich habe das Escitalopram tatsächlich selber auch genommen in meiner Akutphase, damals, als es mir sehr, sehr schlecht ging. Und ich kann sagen, aber hey, das gilt nur für mich. Bei jedem wirkt es wirklich anders. Ich kann sagen, ich hatte Nebenwirkungen am Anfang, später hatte ich gar keine mehr. Ich hatte am Anfang die Nebenwirkungen, wie gesagt, wie mit dem Schnupfen. Ich hatte Übelkeit, manchmal auch ein bisschen so ein flaues Gefühl auf der Zunge, etwas Schwindel und so weiter. Aber alles in allem kann man sagen, die Nebenwirkungen waren bei mir persönlich echt milde. Sie waren gar nicht irgendwie schlimm oder sagen, dass man jetzt sagen kann, das kann man gar nicht aushalten. Ob ich es jetzt empfehlen kann, ob man das nehmen soll oder nicht, das werde ich an dieser Stelle hier in diesem Video nicht beantworten. Erstens kann ich das nicht, zweitens darf ich das nicht und drittens werde ich mich auch dafür hüten, jemandem zu sagen, ob er das selber nehmen sollte oder nicht. Du solltest das einfach mit deinem Arzt besprechen, wenn es dir so und so geht. Aber ich kann eins sagen und das möchte ich auch sagen und so war es auch bei mir. Diese Medikamente, egal ob es das Escitalopram ist oder andere Medikamente, werden niemals, zu keiner Zeit, niemals, und so war es auch bei mir, dafür sorgen, dass sie deine Gedanken verändern oder ersetzen oder besser machen oder sonst irgendwas. Das kannst du nur, indem du selber an dir arbeitest, so wie ich es getan habe. Ich habe an mir selber gearbeitet, wie ich das Medikament auch wieder ausgeschlichen habe. Ich habe mich viel eingelesen und mit dieser Materie auseinandergesetzt und habe ein Buch geschrieben, Zwangsgedanken erfolgreich überwinden, das du dir jetzt, wenn du möchtest, auf Amazon, ich stelle dir auch unten den Link rein, in der Beschreibung erwerben kannst, wenn du möchtest. Alles in allem möchte ich noch als allerletztes hinzufügen, wenn man das Medikament absetzt, dass es zu sogenannten Absetzsymptomen kommen kann. Die sind dann auch meistens relativ milde, so war es auch bei mir. Ich hatte etwas so Schwindel,
leichte Übelkeit, aber du musst und du solltest das Medikament bitte auch schrittweise, langsam, Stück für Stück runtersetzen und dann sollte das Ganze auch nicht passieren. Wenn du mehr über Antidepressiva wissen möchtest, über ihren Wirkmechanismus oder anderen Medikamenten, verlinke ich dir einmal hier ein Video von mir und unten drunter, weil ich denke, das könnte auch interessant für dich sein, verlinke ich dir einmal ein Video über das Nahrungsergänzungsmittel GABA. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.